Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Mit einem kleinen Update. Seit dem letzten Mal ist wieder ein bisschen Zeit vergangen und ich habe, glaube ich, seitdem 8 Level-Ups gemacht. Im Schnitt, glaube ich, so ungefähr alle 2 bis 3 Tage eins. Und ja, das Ziel war ja mit kleinen Tageszielen wieder probieren, sich ein bisschen mehr zu motivieren. Und hat funktioniert, würde ich sagen. Also ich meine, die Motivation ist zwar jetzt trotzdem nicht gigantisch, weil ja die Probleme des FEC 26 sind ja nicht verschwunden, sag ich mal. Und auch die letzte Zeit lief drop-technisch, vor allem in Wilds, katastrophal. Also ich habe seit 30 Dungeon Runs hat kein Pet mehr überlebt, keine Waffe, ein Set-Teil, also es geht fast nicht schlecht. Also man fühlt sich, als würde man auf Boarding spielen. Beziehungsweise sogar noch schlechter, weil das mit den Pets, ich weiß gar nicht, wie das überhaupt möglich ist, dass einfach keine Pets mehr überleben. Die Chance liegt bei über 10 oder mehr Prozent, je nachdem welcher Käfig. Und ja, das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit, dass so viele Pets hintereinander sterben. Aber es ist trotzdem passiert. Aber es ist alles relativ egal, weil, ja, wie gesagt, die Inflation und so weiter, die hat jetzt nicht abgeflacht. Deswegen war das Ziel jetzt einfach, sich aufs Leveln zu fokussieren, damit man da zumindest eben diese kleinen Erfolgsmomente hat, diese kleinen Ziele erreicht, jeden Tag ein bisschen XP macht, ein paar Level-Ups macht und so weiter. Und das hat jetzt auch dafür gesorgt, dass ich jetzt endlich meine neuen Sets tragen kann, die ich schon seit 2 Monaten oder so habe. Also schon sehr lange habe ich die tatsächlich, seit dem zweiten Upgrade-Event oder so, hatte ich die rumliegen und kann sie jetzt auch tatsächlich benutzen. Hat jetzt leider nicht wirklich viel geändert. Also in Kailun merkt man es natürlich schon. Also fürs Leveln war es jetzt wirklich wichtig, weil in Kailun mit dem 150er Set plus 8 vor allem zu leveln, auch mit Element nur plus 7, das hat schon wehgetan. Also ich bin wirklich sehr oft gestorben. Natürlich war Waterbomb vor allem daran schuld, aber nicht mal unbedingt. Also man hat auch manchmal Situationen, wo 3 Agros kommen oder 2 Agros, dann bei den Fernkampfmonstern sowieso nochmal viel schlimmer, weil sobald die Monster dich sehen, greifen sie dich an. Sie müssen nicht noch extra zu dir laufen, wo du in der Zeit ja das Monster, gegen das du aktuell schon kämpfst, noch töten könntest. Nein, die greifen dich ja fast sofort an oder auf jeden Fall früher an. Und selbst wenn du wegläufst, fliegt dir der Schuss dann hinterher. Also du kannst auch nicht richtig weglaufen. Wenn du zu spät wegläufst, bist du trotzdem tot und so weiter und so fort. Also auf jeden Fall war es jetzt hier wirklich wichtig für die ab Canonicus und ab Red Cloud hat man schon wirklich gemerkt, jetzt ist das Equipment definitiv veraltet. Und es muss was Neues her. Und jetzt habe ich jetzt hier mein Corvil Set plus 10. Der Helm ist richtig geil gestattet. STR plus 2, STR plus 3. Suit Blitz plus 9. 28 ATK natürlich. 2 STR. Gauns 2 STR und Boots 2 STR. Und ja, Damage-technisch hat es jetzt leider nicht so viel Unterschied gemacht. Also ich habe schon so einen kleinen Test hochgeladen. Habt ihr vielleicht schon gesehen. War nur so ein Pseudotest. Keine Sorge, da kommt nochmal was Richtiges dann, früher oder später. Also war wirklich nur so der erste Eindruck. So einfach mal anziehen und einfach mal ausprobieren. Das war jetzt kein richtiger Test, was besser ist in dem Sinne, sondern nur ein Test, was jetzt gerade einfach der Unterschied ist mit den neuen Sets. Weil, wie ich es in dem Video auch schon gesagt hatte, mit Crit-Rate, Pet und Corvil ergibt überhaupt keinen Sinn. Weil ich jetzt hier zum Beispiel, also jetzt gerade habe ich 127 Crit-Rate, weil ich hier noch 10% Crit-Rate-Potion laufen habe vom Kriton. Aber auch ohne den, also ich bin bei viel zu viel Crit-Rate auf jeden Fall, logischerweise. Ich benutze das Crit-Rate-Pet trotzdem wegen den Pet-Grays, weil ich immer noch Feedbacks habe vom Instanz-Boss-Event. Ich habe jetzt noch 12 Stück, also und generell auf dem FEC werde ich mir jetzt auch kein gutes Crit-Rate-Pad kaufen, Crit-Damage-Pad kaufen. Ich habe ein perfektes Crit-Damage-Pad auf Bodeng mit 45%. Also wenn ich keine Pad-Feedbacks mehr habe, werde ich mir wahrscheinlich ein 25 Crit-Damage-Pad oder so noch holen, dass ich dann mit dem Corvil-Set benutzen kann. Aber ja, jetzt aktuell macht es nicht wirklich Sinn, weil wenn ich grace, dann passt das schon. Das ist jetzt nicht so schlimm, der Damage-Verlust sollte sich da in Grenzen halten. Zumal ich nicht ganz auf 100% Crit-Rate komme, ohne das Crit-Rate-Pad. Da fehlen mir dann trotzdem noch so 5%. Und dann müsst ihr halt irgendwas aktivieren oder so. Deswegen passt das schon. Aber ja, der Unterschied ist halt einfach nur, du hast ein bisschen mehr Crit-Damage. Crit-Rate in meinem Fall vor allem. Und generell ist jetzt nicht so wichtig. Und das war es halt eigentlich auch schon fast. Also hat sich mein Damage jetzt natürlich nicht großartig verändert dadurch. Was sich großartig verändert hat, ist, dass ich jetzt endlich ein besseres Tank-Set habe, weil das Tank-Set, was ich benutzt habe, war eine absolute Katastrophe. Das war das 150er-Set plus 8 mit 16% und 16% HP vor allem. Das habe ich ja damals gemacht, um einfach Kriton möglichst entspannt farmen zu können. Auch auf Hard, auch auf Level 162 oder whatever, wo er richtig wehtut, Kriton. Und da ist es schon wirklich ein riesiges Upgrade. Also ich kann mal kurz switchen. Damage-technisch natürlich blöd.
Da haben wir auch einen sehr geil gestatteten Helm mit Dex plus 2, STA plus 3. Also meine beiden Helme sind mit 5er-Stattung. Richtig geil. Und jeweils auch die Stats, die man drauf haben will. Aber auf einem Tank-Set Dex STA sind dann so die Tank-Stats. Suit leider nur Blitz plus 9, STA plus 1. Die Gowns sind auch nicht schlecht. Dex plus 3, STA plus 1. Und die Boots haben aktuell noch keine Stattung. Da muss ich noch eine drauf machen. Aber ich weiß noch nicht genau, welche Stats ich drauf mache, weil es wird dann noch in Gold umgewandelt und so. Also muss ich mal gucken, wie das dann wie ich das am besten mache. Ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Diese 2-3 Stat-Punkte oder so, das spielt ja keine wirkliche Rolle. Genau, auch hier ist 28 ATK drauf, logischerweise. Habe ich, wie gesagt, ja alles schon vor Monaten vorbereitet, damit das dann entspannt losgeht. Und genau, das Tankset, wie gesagt, sorgt halt dafür, also jetzt gerade bin ich bei 27 KP, aber gut, ich habe noch Power-Ups von Kriton laufen, dass ich jetzt halt wirklich auch tanky bin, wenn ich das Set trage, weil mit dem anderen Set, wie gesagt, also wenn du ein Tank-Set hast und es ist nicht plus 10, ist immer ganz schlecht, weil da geht so viel HP und Blockrate nochmal flöten. Das ist einfach, also es ist übergangsmäßig, kann man es schon verwenden, das hat schon gepasst, aber langfristig ist das einfach Müll. Vor allem die Blockrate nervt halt, weil du hast zwar ein bisschen, oder du hast deutlich mehr HP, aber deine Blockrate ist halt einfach Ass. Zumindest wenn du keine 2 Stat-Page benutzt mit Dex und so weiter. Und das hat man schon gemerkt, das war schon sehr nervig und deswegen ist das jetzt schon ein gutes Gefühl auf jeden Fall, auch wenn sich effektiv jetzt nicht wirklich viel dadurch geändert hat. Wie gesagt, vor allem damage-technisch hat sich es leider fast gar nicht, also ich habe damage-technisch wirklich keinen Unterschied gemerkt. In einem Video, wo ich es getestet habe, war es ja auch so, 10% waren es, glaube ich, ungefähr. Naja, ja, 10 bis 20%, sowas in dem Dreh. Mehr Damage ist an für sich nicht so wenig, aber man muss halt so denken, naja, also 10% mehr, wenn du, keine Ahnung, pro Stunde, was weiß ich, ja gut, das mit XP-Event macht wahrscheinlich so relativ viel XP, aber keine Ahnung, du machst 30%, dann machst du halt höchstens 33, wahrscheinlich eher weniger, weil du Damage jetzt nicht direkt in XP umwandeln kannst. Auch in einem Dungeon Run, der eh nur 20 Minuten dauert im besten Fall, wenn einer von 8 Leuten 10% mehr Damage macht, das merkst du halt auch nicht wirklich. Das ist unter eine Minute wahrscheinlich, was das am Ende des Tages für einen Unterschied macht. Also deswegen ist das jetzt leider nicht so wirklich spürbar gewesen, aber zumindest das Spielgefühl ist besser geworden, weil halt Sets plus 10, mehr Blockrate, mehr Tankiness und man kriegt einfach nicht mehr so heftig aufs Maul. Willst du 10% auf GTA 6 sparen? Nutze den Code SPEED10 auf guthaben.de und spare 10% auf deine Gaming-Geschenkkarte. Guthaben.de, dein Shop für Geschenkkarten und Guthaben. Ja, und dann steht jetzt natürlich immer noch die Butchers Carnage-Frage im Raum. Und wie gesagt, an der Front sieht es leider immer noch nicht so gut aus. Die Preise sind jetzt leider gestiegen. Es waren jetzt auch 2 schlechte Events, was Preise angeht, weil letztes Wochenende war Upgrade-Event und dieses Wochenende ist XP-Event. Und meiner Erfahrung nach sind immer die Items, die sowieso schon begehrt und relativ teuer sind, genau diese Items werden zu Upgrade-Events und zu XP-Events erst recht gekauft. Und das sorgt dann in der Regel dafür, dass weniger verfügbar ist, weil das, was verfügbar ist, wird halt auch einfach gekauft. Und das, was verfügbar ist, wird auch einfach teurer. Und genau das ist jetzt eigentlich auch passiert. Also jetzt nicht 1:1 mit den Events zusammenhängend, weil auch so war zum Teil oder ist zum Teil mal Butchers Carnage einfach nichts am Markt. Das kann auch so passieren, wenn kein Event läuft, dass das nochmal begünstigt. Aber es waren auch teilweise schon bis zu 5 oder 10 Stück auf dem Markt und das war jetzt schon länger nicht mehr so. Und ja, wie gesagt, meine Erfahrung ist so, dass das durchaus schon mit diesen Events, also diese Events begünstigen es auf jeden Fall nicht, dass mehr davon auf dem Markt ist, sondern eher weniger. Und die Preise sind dadurch auch wieder ein bisschen gestiegen, leider. F-Coins sind wieder ein bisschen gestiegen, leider, seit dem letzten Video. Und, also nicht viel, ja. Also mittlerweile kaum noch erwähnenswert. Wenn F-Coins um 50 Mio steigen, ist das wirklich kaum noch erwähnenswert, weil die schon so schweineteuer sind, dass das auch keinen riesigen Unterschied mehr macht. Aber trotzdem ist es eher wieder teurer geworden. Butchers Carnage für über 20 Milliarden eigentlich wieder, also niemals drunter. Und wie ihr sehen könnt, gebe ich mein Geld momentan auch nicht mehr aus, weil es einfach auch irgendwie keinen Sinn ergibt. Ich verdiene auch viel zu wenig Geld, dass es wirklich einen Unterschied macht. Und ja, die Hoffnung war halt, dass irgendwann halt doch mal wieder ein guter Drop kommt und man halt auf einen Schlag dann mal ein bisschen zu Geld kommt. Aber Kriton läuft auch katastrophal. Also Kriton und Wilds läuft jetzt seit 2 Wochen sehr schlecht, muss man sagen. Und das sind ja die einzigen beiden Sachen, die ich farme, die wirklich einen Unterschied machen können aktuell. Und ja, und da passiert halt einfach leider nicht viel, muss man sagen, wie es ist. Und solange da nichts passiert und solange auch nicht die Preise sinken, dauert es halt einfach immer noch relativ lange. Der einzige Vorteil ist, ich habe jetzt fast wieder 540 Fragmente zusammen.
wenn ich die verkaufe, müsste ich dann so auf ziemlich genau 10 Meade eigentlich kommen. Also hoffentlich mehr, wenn vielleicht auch mal wieder was Besseres droppt. Da ist irgendwelche Items für 100 oder weniger Mio. Und dann habe ich noch 15.500 F-Coins quasi angespart, die aktuell auch nochmal so 13 Meade oder sowas wert sein müssten in dem Dreh. Ja, auf jeden Fall Minimum 12, aber eher mehr auf jeden Fall. Und das müsste dann eigentlich endlich mal für eine Butcher's Carnage reichen. Allerdings, wie gesagt, muss man mal gucken, weil ich habe ja schon mehrfach gesagt, von der cleanen Butcher's Carnage bin ich jetzt nicht so angetan. Andererseits, jetzt hat man so lange darauf gewartet, jetzt nicht den Upgrade-Content mitzunehmen auf der einen Seite. Und vielleicht lackt man ja auch rein. Das, was man immer nicht sagen sollte, bevor man sowas macht. Aber wenn es dann nicht passiert, stehst du da wie der letzte Vollidiot. Aber ja, schauen wir einfach mal, wie sich jetzt noch die nächste Zeit entwickelt. Also ich sage mal so, die nächsten 1 bis 2 Wochen, spätestens Anfang September, sollte es hoffentlich sich ausgehen, dass man da mal zu einem Ergebnis kommt und zumindest eine Butcher's Carnage sich mal kaufen kann. Und keine Ahnung, was der Typ von mir will. Quest-Items wahrscheinlich. Das ist so crazy. Leute auf 180 plus. Junge, farm doch. Du musst einfach nur schnell 500 Monster töten, hast die Quest-Items. Das ist so cringe einfach. Hero mit einem Harness Wand, der wahrscheinlich 10-mal so viel Geld hat wie ich und bettet mich um Quest-Items an. Das ist... Ach, ich check's einfach nicht. Naja, auf jeden Fall ist das so die aktuelle Situation. Also weiter Geld sammeln. Und nochmal zur Erinnerung, ich habe jetzt schon auch nochmal ein Video dazu gemacht. Wir haben noch nicht einmal das letzte Drittel vom FEC erreicht. Also den FEC so in 4 Phasen einzuteilen, würde wahrscheinlich viel Sinn ergeben. So die Anfangszeit, so 1,5 Monate, denke ich. Dann ist es so die Anfangs-Mittelphase, die Anniversary-Phase, wo dann das Anniversary-Event läuft. Das sind auch so 1,5 Monate. Dann hast du diese Phase, wo die meisten Leute, die viel gegrindet haben, mit ihrem Equipment langsam fertig werden. Und dann hast du die Endphase. Und dieses letzte Viertel hat noch lange nicht begonnen. Und es hat noch nicht mal das letzte Drittel begonnen quasi. Also wir sind immer noch relativ früh. Es ist einfach dieses, ich weiß nicht, dieses Jahr ist die Atmosphäre oder die Mentalität von vielen Leuten so gewesen, gefühlt, also das liegt wahrscheinlich auch in der Inflation, muss man dazu sagen, weil die Inflation dafür sorgt, dass es sich so kacke anfühlt, als wäre es halt schon vorbei, so ungefähr. Als wäre die gute Zeit schon vorbei und naja, ganz ehrlich, so war es ja irgendwie auch. Bisschen. Und ist halt aber nicht so. Also ich habe es mal nachgerechnet, der FEC im Schnitt, oder nicht im Schnitt, aber geht 188 Tage, geteilt durch 3 und dann kommst du auf 62, irgendwas. Und wir haben noch, wenn man nachguckt, 67 Tage. Also noch bis Donnerstag quasi und dann beginnt erst das letzte Drittel. Also auch wenn es sich so anfühlt, als wäre ich jetzt super spät dran, so ein absoluter Spätzünder und würde es gerade mit Biegen und Brechen noch auf 190 schaffen und vielleicht am letzten Tag so gefühlt noch an eine Butcher's Carnage kommen. Ja, es ist halt nicht so. Wir haben noch sau viel Zeit und ja, keine Ahnung. Also haben halt alle Leute so ultra eilig gehabt und die Inflation hat das halt nochmal leider begünstigt, dass sich das auch so angefühlt hat, als wäre das halt auch wirklich so, dass der Server schon so zu Ende geht. Aber es ist nicht so. Es wäre immer noch August und der Server endet erst Ende Oktober. Also immer noch massig Zeit. Und im schlimmsten Fall wird der Server sogar noch verlängert. Glaube ich persönlich jetzt nicht. Ich denke nicht, dass das passiert. Aber es könnte theoretisch passieren. Und ja, mal schauen. Und ja, das war so der aktuelle Stand. 180 muss ich jetzt nicht mehr machen, weil ich habe die Level Downs benutzt vom Level Reach. Also wegen den Set nochmal, das habe ich gleich vergessen zu sagen. Ich kann das 180er Set jetzt deswegen schon tragen, weil ich Level Downs benutzt habe. Die bekommt man auf 175 vom Level Reach. Ich wollte mir die Level Downs eigentlich aufheben für die Waffen. Oder das war zumindest der ursprüngliche Plan. Aber ich habe jetzt noch ein Level Down, weil man bekommt 5. Also für ein gesamtes Equipment quasi bekommt man 5 Level Downs. Und ich habe jetzt 4 benutzt für das Set. Ich habe noch eine HP-Suit, die kann ich jetzt noch nicht anziehen, weil die ist noch auf 180. Und ein Level Down habe ich jetzt aufgehoben. Je nachdem, wie es halt läuft, falls ich mir doch die Butcher's Carnage schon ein bisschen früher holen kann. Also bevor ich 180 erreiche, damit ich sie dann auch tragen könnte, wenn es so sich ausgehen würde. Und deswegen habe ich da jetzt noch gewartet. Aber der ursprüngliche Plan war eigentlich vielleicht sogar beide Level Downs aufzuheben und dann hätte ich nur 3 fürs Set gehabt und ein Set aus 3 Teilen ergibt ja keinen Sinn, deswegen hätte ich sie ursprünglich eigentlich nicht benutzt, aber das war vor, keine Ahnung, wann habe ich mir diese Gedanken gemacht, vor 2-3 Monaten.
Deswegen, ja, ist offensichtlich nicht so gekommen, weil es nie zu der Butcher gekommen ist. Und dann noch eine Überlegung, die ich hatte, war, dass ich tatsächlich meine Herneswaffen, ich weiß, also gefühlt sage ich das jedes Jahr und das ist jedes Jahr wieder der gleiche Fehler, aber dieses Jahr ist es noch extremer als letztes Jahr zumindest. Ich habe jetzt überlegt, dass ich meine Herneswaffen auch einfach behalte, weil die sind ja schon relativ gut, also gutes Mittelfeld, würde ich sagen. Vor allem die First-Hand-Axe hier, denke ich, ist ganz gutes Mittelfeld. 9% Waterbomb, 60 Crit Damage, 3 PvE, 0,3 Lebensentzug, 4 Blocken und so weiter und so fort. Also schon ziemlich gut, würde ich sagen. Kann man sich jetzt nicht wirklich beschweren. Und ich habe mal einfach vergleichsweise mich mal so ein bisschen erkundigt, was die auf Bowdang wert ist. Die Axe of Hernes clean und geupgradet. Geupgradet gab es jetzt leider keine so guten Beispiele und generell ist Bowdang natürlich ein bisschen gerade ausgetrocknet, kann man sagen, markttechnisch. Aber trotzdem habe ich mal einfach mal geguckt und es ist wohl so, dass eine geupgradete auf FEC ungefähr so viel kostet wie eine cleaner auf Bowdang. Im Worst Case sogar weniger. Also im Worst Case würde ich für meine beiden Ulti plus 6 einzeln weniger bekommen oder ungefähr genauso viel wie für eine cleaner auf Bowdang. Und ich meine, so sehr ich auch gebundene Waffen und gebundenes Equipment verabscheue, ergibt es trotzdem keinen Sinn, eine Ulti plus 6 zu verkaufen, um sich für das gleiche Geld effektiv eine Cleane zu holen. Also ich meine, das brauche ich glaube ich keinem erklären, warum das einfach sich auch extrem kacke anfühlt. Und deswegen wird es wahrscheinlich so sein, also sofern das geht, da müssen wir natürlich noch das Ende abwarten, das Announcement. Aber sofern man seine Herneswaffen mitnehmen kann, beziehungsweise eigentlich sollte es schon gehen, weil wenn ich wirklich noch 2 Butchers Carnage bekommen sollte, vor allem wenn sie golden sind, kann man die ja immer übertragen. Und wenn die Hernes-Äxte nicht automatisch übertragen werden würden, müsste ich sie einfach nur anziehen, damit sie übertragen werden. Also so oder so sollte es sich ausgehen, dass ich die mitnehmen kann. Und das wäre wahrscheinlich auch der Plan. Also ich würde dann lieber diese Losakas-Ex zum Beispiel wieder verkaufen oder so. Oder irgendwelche anderen Waffen, die ich vielleicht bis dahin noch zusammenkriege. Und lieber die Hernes-Waffen mitnehmen. Für AOE-Damage in der Zukunft. Man weiß ja nicht, was man noch so vorhat. Und man weiß auch nicht, was noch für Content kommt. Und dann, wie gesagt, hat man dann 2 DPS-Waffen im besten Fall. 2-mal Butcher und dann noch die beiden Hernes-Äxte für sämtliche AOE-Aktivitäten. Also für sowas wie Dailies zum Beispiel sind Hernes-Waffen ganz cool mit Waterbomb, weil man einfach mehr Monster prügeln kann und so. Da ist es schon gar nicht so schlecht. Genau. Und ja, das waren eigentlich so die Updates zu dem Ganzen. Ja, einfach hoffen, dass die Inflation, also ich meine, sinken wird sie nicht. Das kann man vergessen, das wird nicht mehr passieren. Aber ja, einfach hoffen, dass jetzt die Sterne sich richtig fügen, in eine Linie fügen und dann doch jetzt endlich mal noch ein guter Drop kommt. Also im Endeffekt sind wir noch einen guten Drop von der Butcher entfernt, mehr oder weniger. Und ich weiß nicht, wie es möglich ist, dass man wochenlang farmt, jeden Tag mehrere Stunden und einfach nichts kommt. Keine Ahnung, wie das überhaupt möglich ist. Also wirklich auch mit den S-Pads und so. In den letzten, also ich müsste wirklich nachschauen, aber es ist komplett nicht übertrieben. Diese gesamte Woche kein einziges S-Pad überlebt und ich mache jeden Tag 3 bis 5 Runs. Also es ist abartig. Und ja, ich weiß nicht, wie das möglich ist. Also nur moderates Glück hätte wahrscheinlich schon dafür gesorgt, dass ich jetzt schon bei 9 oder 10 Milliarden wäre. Und stattdessen gurkst ich jetzt seit fast 2 Wochen auf 7 Milliarden rum. Und es ist wirklich, es ist unfassbar, wie das möglich ist auf einem Server mit so hoher Drop-Rate und so. Man macht jeden Tag alles an, Drop-NPCs, Double Cheer, alles klar. Golden Luck jeden Tag bei den wichtigen Sachen zumindest. NPCs etc. Red Flask extra gekauft, damit ich sie für den gesamten restlichen FEC habe. Und alles bringt irgendwie trotzdem nichts. Also schon wirklich frustrierend. Und der Gedanke dann immer, was, wenn ich jetzt auf Bowdang wäre, dann würde ich ja überhaupt nichts droppen. Der hilft auch nicht gerade dabei. Es ist nur ein sehr geringer Trost. Aber irgendwie auch echt ein trauriger Gedanke. Lange Rede, kurzer Sinn. Nächstes Video oder nächstes Update wird dann wahrscheinlich kommen, wenn wir hoffentlich die erste Butcher gekauft haben und oder, keine Ahnung, mit 180 vielleicht nochmal. Aber da wird sich halt, wie gesagt, eigentlich nichts mehr ändern, weil ich trage das 180er Equipment ja schon. Also das nächste Update dann hoffentlich wieder mit neuem Equipment und diesmal aber neue Waffe, beziehungsweise Waffen, wer weiß, aber wahrscheinlich nicht. Also halten wir erstmal den Ball flach und holen eine Waffe. Danke euch fürs Zuschauen. Lasst auf jeden Fall ein Like, Kommentar, ein Abo da. Schaut im Livestream vorbei. Jeden Tag live auf Twitch. Und wir sehen uns bis dahin. Haut rein, macht's gut und ciao, ciao.